Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der FAU News. Wir befinden uns ja gerade mitten im Semesterstart und deswegen stellen wir euch heute ein paar wichtige Anlaufstellen und Einstiegshilfen zum Beginn vor. Meine persönlichen Helden sitzen im Rechenzentrum der FAU. Die haben schon so manchen nervösen Anruf von mir erhalten und auch ihr bekommt hier Hilfe zu sämtlichen Dienstleistungen wie FAU-Mail, IDM-Portal, VPN-Aktivierung und was es sonst noch so gibt. Ihr seid euch unsicher bei euren Bewerbungsunterlagen oder braucht Hilfe bei der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch? Dann nutzt doch das Beratungsangebot vom Career Service. Ob per E-Mail, telefonisch oder über Zoom, das Kontaktformular haben wir euch verlinkt. Ein Studium während der Pandemie bringt viele Ungewissheiten mit sich. Werft deswegen für Änderungen der Online- und Präsenzlehre immer wieder einen Blick auf die Corona-Infoseite oder hört regelmäßig in den Präsi-Podcast von Professor Horniger rein. All diese Informationen findet ihr auch nochmal in eurem persönlichen Wegweiser zum Studienstart. Frisch an der FAU. Auch wie ihr ein Auslandssemester machen könnt, coole Stellenausschreibungen findet und. All das findet ihr hier drin. Ihr seid der akademische Nachwuchs und jeder Schweißtropfen ist auch nur ein weiterer Schritt in Richtung erfolgreicher Abschluss. Also lasst euch nicht abschrecken von den vielen neuen Eindrücken und startet motiviert ins neue Semester. Die Unileitung hat ein neues Gesicht. Professor Dr. Georg Schett ist neuer Vizepräsident Research. Sein Vorgänger, Professor Dr. Günther Leugering, bleibt der FAU aber weiter als Sonderbeauftragter für die lange Nacht der Wissenschaft erhalten. Alle bisherigen Leitungsmitglieder wurden wiedergewählt. Auch Professor Horniger befindet sich seit wenigen Tagen in seiner zweiten Amtszeit als Unipräsident. Die Aufgaben der Führungsämter haben wir in einem Video zusammengefasst. FAU Against CO2. Make the Planet Green Again. Das ist der Titel einer Ringvorlesung, in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus gleich 8 verschiedenen Ländern sich dem Thema Klimaschutz nähern. Als nächster wird John Sweeney aus Irland einen Vortrag halten. Während den Abi-Vorbereitungen einen Forschungspreis abstauben? Klar! FAU-Frühstudentin Tamara Pröbster gewinnt den ersten Platz beim Bayerischen Landeswettbewerb Jugend forscht. Am Lehrstuhl für Laserphysik untersuchte sie die Emission lichtinduzierter ultraschneller Elektronen. Im Deutschen Museum Nürnberg zeichnet ein Algorithmus eure Daten beim Besuch auf. Natürlich alles freiwillig und am Ende erhaltet ihr sogar eine Auswertung eurer Interessen. Unterstützt wird das Forschungsprojekt vom Lehrstuhl für maschinelles Lernen und Datenanalytik. Das Studium kann oft sehr belastend sein. Fühlt ihr euch nicht wohl, könnt ihr euch beim Studentenwerk jederzeit psychologische Unterstützung holen. Auch der Lehrstuhl für klinische Psychologie bietet unter StudyCare verschiedene Online-Trainings an. Zu den Angeboten kommt ihr per Link.